Ich liebe ja Mini-Alben und heute zeige ich dir, wie ich dieses Mini-Album fertig bastel und dabei gibt es einen Einblick in die Baby-Wipe-Technik. Ja, also bleib dran, sei gespannt und bastel am besten gleich mit mir mit. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und bastel heute ein Mini-Album weiter, fertig. Wie auch immer, habe ich letztens schon gezeigt, verlinke ich dir da oben, wo jetzt mein Kopf sitzt, bei dem i, die Anleitung, wie ich das gebastelt habe. Werde jetzt aber auch nochmal eine Seite gestalten und du siehst schon hier drin, kunterbunt in der Baby-Wipe-Technik mit 4 Farben insgesamt gestaltet. Und ja, wie ich diese einfache Technik umsetze, das siehst du jetzt in meinem Video. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Schreib mir einfach eine Nachricht oder schau in die Beschreibung unter dem Video. Da habe ich dir auch die Produkte teilweise verlinkt. Jo, Baby-Wipe-Technik. Man weiß ja schon, mit Englisch ist nicht so meins, aber ich weiß, das heißt Feuchttuch, Feuchttuchtechnik und dafür gibt es am besten in der Drogerie Feuchttücher. Wichtig, ein Motorrad. Boah, hörst du es? Mit 99% Wasser, mit keinem Parfüm drin, mit keinem Öl drin, ganz wichtig. Dann kannst du mit diesen Tüchern gut arbeiten, also eigentlich das pure Wasser in den Tüchern drin. Ja, so zieht man die hier raus. Schau mal, in der Drogerie gibt es recht günstig. Ich falte die mir jetzt hier einmal in der Mitte und mache mir da so ein Päckchen zurecht. 5, 6 Tücher übereinander. Könnte man natürlich noch ein bisschen schöner machen. Aber du weißt ja, ich will dich immer nicht zu lange mit meinen Videos langweilen. Deswegen muss das jetzt mal ein bisschen schnell gehen. Also du brauchst Feuchttücher und dann brauchst du Stempelfarbe. Und da gibt es ja zu unseren tollen Stampin' Up Farben diese Nachfüller. Und die verwende ich. Ich mache hier so ein Päckchen, lege ich mal, in dem Fall habe ich hier so einen Stempelblock, jede Unterlage geht. Solltest unbedingt was drunter legen, sonst gibt es das eine große Schweinerei. Für mein Album habe ich die Farben genommen, das lese ich 3 nach, Moment. Orchideenlila, Glutrot, was haben wir hier noch? Olivgrün und Kürbisgelb. Fand ich ganz nett. Dann habe ich da mal relativ schnell ganz viele Seiten gestaltet. Also ich finde, es ist auch eine ergiebige Technik. Ich fange jetzt mit der hellsten Farbe an und tropfe die mal hier so ein bisschen locker drauf. Das ist also das Kürbisgelb. Wie es am Ende wird, weiß man nicht. Das letzte Farbbündel habe ich natürlich schon entsorgt. Da saß ich hier in meinem Experimentierclub mit den Mädels und wir haben ausprobiert, was alles so geht. Und das ist immer schön, weil da kommen immer ganz verschiedene Sachen bei raus. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich einen Klumpen am Grün. Sieht man ja noch gar nicht. Das Grün ging ein bisschen schwer raus, Olivgrün. Dann haben wir noch ein bisschen Blutrot. Ja, das kannst du ein bisschen ausprobieren. Du weißt ja, ich liebe das zu experimentieren. Viel oder wenig Farbe, wie auch immer. Wichtig ist nur, dass wir sie am Ende gut fertig verbrauchen. So. Ja, wir haben in den letzten Wochen schon mit dem Produktpaket Alpha Best gearbeitet. Damit geht das heute auch ein bisschen weiter. Außerdem habe ich hier auf dem Tisch die feierlichen Fische liegen. Und da ich das hier drin auch so verwendet habe, werde ich das jetzt auch so weiterverwenden. Ich habe mir schon mal zugeschnitten. Das Album ist am Ende 10 x 10 cm. Die Höhe ist variabel, je nachdem wie viele Seiten ich einlege. Also die Farbkartons sind in 10 x 10. Die Papiere für die Seiten zur Verbindung sind, ich habe es wieder vergessen, glaubst du, der Zettel ist weg, ehe ich jetzt was Falsches sage, 14 x 9,5 cm und ich habe hier eine Falz gezogen bei 9,8. Dann habe ich eine gute Mattung. Die sitzt da schon drauf, musste natürlich nicht machen, aber habe ich gemacht. Wie ich dieses Element gemacht habe, ist also die Faser vom Papier gebrochen mit einer Prägeform. 10 cm und dann einfach eine Länge, die ich nachher nochmal kürze. Das wird mein Bund hinten. Und für den Titel habe ich mir zugeschnitten in 9,5 und mal 7 bzw. 7,5 cm. Das entscheide ich gleich. Aber ich zeige jetzt erstmal, wie das mit der Technik läuft. Ich lege mir mal ein Papier unter.
falls da wieder was daneben geht. Und nehme hier erstmal ein ganz normales und ein Stempel. Da haben wir hier die Fische. Könnte natürlich jetzt viele Fische auf meinem Papier auftragen, aber ich mache das mal einzeln, dass wir uns das mal angucken. Und du siehst, ich habe das schon mal gezeigt, als es um den Regenbogenfisch ging. Vielleicht erinnerst du dich. Gleicher Effekt. Es gibt hier bunte Fische. Und wie Annalena, die hat letztens zu der Technik auch ein Video gemacht, so schön gesagt hat, wir könnten das natürlich auch so bunt machen, indem wir den Stempel jetzt mit den Stempeln-Breitmarkern anmalen. Aber so ist natürlich viel effektiver. Ja, du siehst, so entstehen hier schöne bunte Farben. Und jetzt entscheiden wir mal, für unseren Titel nehmen wir doch die 7,5. Und ich mache das mal so, dass ich hier drüben eine Fischkante setze. Nicht zu gleichmäßig und das Ganze auf der Rückseite auch. Wir haben letztens überlegt, dieser Fisch kann vorwärts und rückwärts schwimmen. Also so rum und andersrum. Ich putze ihn mal kurz. Ich habe bei der Technik immer bunte Hände. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Fisch. Einen kleinen Block. Und lassen den jetzt andersrum schwimmen. Vielleicht hier mal noch eine Fischnase zwischen. Und einer schwimmt auch noch hier. Genau. Also eine Seite. Und hier drüben die andere. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Titel gestalte, aber da ich letztens ja so bei so einer Farbchallenge mitgemacht habe, bin ganz verliebt in diese Farben, kann ich mal zwischenzeigen. Das sind so die nächsten Projekte. Das habe ich schon gezeigt mit Strukturpaste. Dann gibt es hier die Faux Silk Technik. Finde ich auch total cool. Habe ich auch noch ein bisschen bunter. Genau. Und hier, das ist auch Baby Wipe Technik. Da hatte ich die Farbe verwendet, Orchideenlila. Ich glaube Marineblau. Moment, ehe ich Murks erzähle. Marineblau, genau, und grüner Apfel. War eine Farbchallenge auf Instagram. Genau, und da bin ich immer noch so glücklich mit diesen Farben. Genau. Ja, und jetzt kannst du mit der Technik natürlich alles machen. Du kannst ja auch so einen Schriftstempel nehmen. Sei du selbst haben wir hier. Und dann nehme ich mal den kleinen Stempelblock. Passt einfach super. Und dann setze ich den Text hier. Ja, das war natürlich, hast du das gesehen? Ja, ich drücke da drauf und wundere mich, warum keine Farbe dran ist. Wir haben ja hier oben was, ne? Genau. Und je nachdem, ob es genug Farbe dran ist oder nicht, kannst du natürlich auch noch ein bisschen Farbe nachsetzen. Und dann wird das hier einfach der Reihe nach drauf gesetzt. Es gibt einen bunten Hintergrund, Möglichkeiten ohne Ende. Ja, wenn ich dann genug mit meinem abgestempelt habe, ja, man muss immer noch ein bisschen machen. Wenn man sieht, da fehlt eine Farbe, einfach nochmal drauf tropfen. Ja, wenn ich dann genug damit gemacht habe, was mache ich dann? Dann nehme ich mir das einfach, weil das haben wir irgendwann mal in unserem Experimentierclub von ein paar Jahren gemacht. Wir gesagt haben, da ist ja so viel Farbe übrig, da geht doch noch was. Also zum Beispiel kann ich das Papier nehmen und jetzt hier mal einfach so drauflegen. Und schon habe ich solche Punkte. Du hast ja gesehen, viel Druck war da, das dünnere ist dort. Mal drüber reiben, abdrücken. Und ich kriege praktisch verschiedene Hintergrundpapiere, die alle irgendwie zusammenpassen, aber eine Struktur haben. Könnte ich dann natürlich auch nochmal durch die Prägemaschine ziehen. Ja, das wäre eine Idee. Es geht natürlich auch andersrum. Ne? Ich kann das ja mal so wie einen Stempel benutzen. Und das wird wahrscheinlich blasser werden. Was denkst du? Oh, mein Papier. Hier. Ja, ist schon ein ganzes Ding weniger. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt nehmen wir uns das mal in die Hand. Keine Angst vor Farbe. Und dann ziehe ich damit mal so wasserförmig, wellenförmig hier einfach drüber. Und du siehst, je nachdem, was für Farben ich habe, gibt es so einen richtig coolen, farbigen Effekt. Könnte fast ein Regenbogen sein. Wäre also auch eine Möglichkeit. Das ist das hier, wo ich weniger Farbe drauf habe.
und diese Wellen hier hinten habe. Ich hole das nochmal raus. Hier, denk mal, wie passiert dieses? Ist einfach nur damit übers Blatt gezogen. So, und jetzt habe ich ja hier diese eine Seite noch und die werde ich Tatsache mal so gestalten. Mit wenig Druck ziehe ich das hier einfach wellenförmig drüber. Keine Angst vor Farbe, würde ich sagen. Und jetzt könnte ich hier nochmal, mache ich auch, ne? Man kennt das ja schon, draufdrucken und schon gibt es wieder einen neuen Effekt. So, dann könnte ich es nochmal auflegen und warum nicht schauen, ob ich da einfach noch was drauf kriege. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach um dich einzuladen, auch mal zu experimentieren. Entweder wird es was oder es wird nichts. Hier siehst du, es wird nichts, macht aber nichts. Die Idee war es. Ich habe hier aber noch ein Papier. Gucken, ob der Fisch hier so irgendwie einen Abdruck gibt. Ganz blass. Siehst du das? Aber auch das wäre wieder eine Idee, dass man das alles der Reihe nach hier nebeneinander setzt. Und schon hat man wieder ein passendes Papier zu diesem Farbverlauf, zu diesem Motiv. Je nachdem, wie du das machen möchtest. Ja, siehst, da bin ich genau dabei. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, vergesse ich, dass die Kamera an ist. Und dann wird das eine never-ending Story hier mit mir. Okay, da geht noch was. Ich mache gleich hier mal den Tisch sauber, dann wird das noch fertig verarbeitet. Die Stempel geputzt oder es geht noch weiter, aber jetzt kommen wir erstmal zum Fertigstellen meines Albums. Und jetzt weißt du auch, warum hier ständig bunte Finger angesagt sind. Weil ich kann mich da einfach nicht bremsen. So, wo ist das Album? Das ist vorne, mir ist ein V drauf gemacht. Ja, dann haben wir hier innen die Seiten. Dann habe ich solche kleinen Einschübe drin, die sind 7,5 mal 7,5. Kann man also auch noch was einpacken. Bis hinten das Ganze. Und wie geht das mit den Seiten? Ich zeige es jetzt einfach nochmal. Hier ist meine gefaltete Seite. Ich mache die eine Seite, werde ich komplett auf das Papier kleben, auf das rote, diese Seite. Also das komplett hier mit dem Fall doppelseitigem Abreißklebeband fixiert. Und bei der anderen Seite mache ich oben und unten einen Strich, also einen Streifen, damit ich ein Fach habe, wo ich dann meinen Zettel reinstecken kann. Dann klebe ich das eine mittig auf. Mal sehen, ob ich das gut zugeschnitten habe. Das ist natürlich zu groß. Moment, wenn man es eine Weile nicht macht, ich klebe es natürlich nicht mittig auf, sondern ich klebe es an 3 Seiten mit Mattung auf und rechts bündig. Siehst du, habe ich vor 2 Wochen gemacht, komplett vergessen. Okay, hier ist mein ganzes Bündel mit den Seiten. Jetzt muss ich auch noch mal denken. Jetzt wird die letzte Seite wahrscheinlich falsch rum. Du siehst es. Ja, so ist das, wenn sie es also nicht gleich fertig macht. Das macht aber nichts. Ich finde das lustig. Ich brauche das so. So. Schau dir am besten nochmal die Anleitung für das Album genau an, weil das war jetzt hier so ein bisschen aus Angelas Fehlern lernen. So, bündig aufkleben. Wir haben jetzt 12 Seiten. Hinten, wie gesagt, habe ich es jetzt so. Die Seite ist andersrum. Macht aber nichts, kann ich mit leben. Und das ist hinten meine Rückseite. Jetzt habe ich hier mein Element als Bund und diese 2 vorne als Titel. Und die setze ich erstmal rechtsbündig angefangen drauf. Da wird dann noch mal was drüber gesetzt bei der Gestaltung. Mal schauen, ob mir da jetzt was einfällt. So. Hier bündig auf der flachen Seite. Hier hinten ist ja der Bund und hier mit Mattung reihum gleich. Und das gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. So. So schwimmen sie richtig, so schwimmen sie richtig. So,
Das ist vorne und hinten. Und hier lasse ich mir Zeit für die Bindung, Platz für die Bindung, nicht Zeit, Platz. Den setze ich vorne mit 2 Streifen, die gibt es hier genau dran. Und dann schaue ich, wie viel ich hinten brauche. Das heißt, ich schneide mir, Platz genug habe ich hier, eine kleine Welle, lasse ich so stehen. 2 cm kann ich mir abschneiden. Da schneiden sich mal eine Scheibe ab. Ich glaube sogar 2,5. Und dann messe ich das nochmal für dich. Das ist aber jetzt ein bisschen unter Vorbehalt. Das sind etwa 7 cm, weil du musst ja bedenken, es hat die Welle noch drauf. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert oder ob irgendwo ein Denkfehler ist. Kennen wir ja schon. Okay, vorne bündig, oben und unten gut drauf und hinten super. Genauso doppelseitiger Klebestreifen drauf. Und wieder bündig drauf. So. Und so ist mein Buch wirklich ohne irgendwelchen Schnicki gut fixiert, gut gebunden und hat hinten Platz ohne Ende. Du siehst, ich kann also wirklich das auch gut füllen, weil das ist ein bisschen flexibel da hinten. Da geht was. So, was machen wir da jetzt noch? Wir hatten noch so schöne Papiere hier fertiggestellt. Da geht ja jetzt einiges. Also ich habe hier dieses ganz bunte. Das schneide ich mir mal ein Stück auf die Höhe. Also ich schneide mal 5 cm. 5 cm. Und in der Höhe auf diese 9,5. Mal schauen, ob es noch stimmt. Genau. Und was hätten wir noch? Und jetzt reißen wir das einfach. Warum nicht? Naja, probieren wir halt mal. So, und dann können wir das hier draufsetzen. Ich finde, das hat doch schon mal was. Jetzt könnte man das andere natürlich auch dorthin setzen, ist mir aber schon wieder zu viel. Also setze ich das hier drauf. So. Könnte auch noch ein anderes Papier dazwischen bauen. Also, das ist jetzt der Moment, wo du gestalten kannst, wie es dir gefällt. So, hier hinten Schutzfolie abziehen. Hier nehme ich ruhig das, wo man die weiße Reißkante sieht. Noch total witzig. Und dann drehen wir das um und das andere kleben wir auf die Rückseite. So, und dann habe ich ja hier noch das Stempelset Alpha-Best auf dem Tisch liegen. Und das wollte ich einfach probieren. Warum also nicht? Einmal Alpha-Best bitte. So, das ist doch schon mal ganz witzig. Oder? Was denkst du? Okay, also, wo ist mein Alpha-Best? Hier unten. Das hat diese Anhänger, wo man ja dann die Buchstaben draufsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ich das letztens schon irgendwo gezeigt habe. Hatte ich mal eine Hintergrundgestaltung gemacht. Und ich mache mal Folgendes. Ich setze die jetzt einfach hier so nebeneinander, weil das ist wieder zum Thema Sparfuchs. Wenn ich stempel, muss es so sein, dass ich sie unten quer habe. Ich glaube, ich mache das mal so, ne? So, wir gucken einfach. Wir probieren das, ne? Das ist jetzt wieder so ausprobieren. Wenn ich die jetzt alle hier drauf habe, die haben ja alle eigentlich eine Höhe. Schaue ich mal, was dabei rumkommt. Das ist ziemlich blass. Ich gucke mal, ob hier ein bisschen weiter unten mehr Farbe ist. Mehr Farbe ist auch schön. Es ist eigentlich schon ziemlich abgestempelt. Aber das macht ja nichts. Ich setze hier noch den letzten Block daneben. Es hat zumindest einen blassen Hintergrund. Und wenn ich meine Stanze nehme, ich zeige das gleich nochmal, wie das ist, wenn du das mit diese Technik jetzt mit einfach Stempelkissen machst. Es gibt auch einen witzigen Effekt, hatte ich auf meiner Seite von Magdeburg. Mal wieder eine Albenseite gestaltet. So, aber jetzt haben wir hier halt so ein kleines, blasses. Warum nicht? Und könnten dann hier unseren Text aufstempeln. So, da wir einmal bei dieser Stanze dran sind, Moment.
Nö, liegt woanders. Habe ich schon weggepackt. Also liegt völlig woanders. Kann ich dir jetzt nicht zeigen. Kommt in einem der nächsten Videos. Ja, ich zeige das jetzt mal hoch. Ich überlege mir jetzt, ob ich das noch so weiter gestalte. Ich finde es schon ganz witzig, weil es dazu passt, aber es hebt sich zu wenig ab. Also werde ich dann nachher noch wahrscheinlich einen Streifen drunter setzen. Aber das, wie gesagt, das ist noch, entsteht noch. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass ich bei sowas immer ein bisschen länger brauche. Ja, das hier wäre auch eine Gestaltung mit den verschiedenen Papieren, habe ich ja eben schon gezeigt. Und jetzt sage ich mal so, lade ich dich ein, experimentier doch mal ein wenig mit der Baby Wipe Technik. Also ich glaube, das hier finde ich auch ganz schick. So schön blass, passt zueinander. Ich blätter noch mal hier durch mein Album. Du siehst ganz verschiedene Gestaltungen und alles passt zueinander. Ja, weil ich eben mein Papier wieder selbst hergestellt habe. Okay, du siehst, die Hände sind bunt. Das ist Zeichen, das Video ist fertig. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen, Ideen und Tipps. Also bleib dran, wir sehen uns bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Deine Angela von der Stempelfamilie.